und das sind jetzt Zahlen aus Deutschland, 18,7 Millionen Packungen Schlaf- und Beruhigungspillen werden in Apotheken abgegeben 2014. 2015 gibt es in Deutschland 1,2 bis 1,5 Millionen Benzodiazepinabhängige, das heißt Beruhigungsmittelabhängige. 1/3 aller Oberschenkelhalsbrüche passieren durch Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln. Und die geschätzten Folgekosten dieser Tablettenabhängigkeit in Deutschland 1,4 Milliarden Euro pro Jahr. 2016 haben mehr als 95 Millionen Amerikaner verschreibungspflichtige Opioide im Sinne von Schmerzmitteln eingenommen. 95 Millionen. Als Gesamtes sterben in den USA 59.000 Menschen an einer Opioidüberdosis pro Jahr mittlerweile. Die Erwerbsquote ist auf einem 40-jährigen Tiefstand angelangt, oft weil Mitarbeiter die internen Drogentests nicht mehr bestehen oder gar keinen Job bekommen, weil sie durch die Drogentests fallen. Und da können wir verstehen, dass dies zu einer wirklich schwierigen gesellschaftspolitischen, ökonomischen Situation führt, abgesehen von all dem Leid, das passiert durch diesen Zustand, und dass da der Notstand ausgerufen worden ist. Auf der anderen Seite habe ich mich schon gefragt, wie konnte es so lange gehen, bis der Notstand ausgerufen worden ist, wenn ich diese Zahlen lese. Wie ist es überhaupt möglich, dass uns solche Stoffe buchstäblich süchtig abhängig machen können, dass wir nicht mehr ohne diese Medikamente auskommen? Dieser Teil der Nervenzelle und hier kommt die nächste. Und dazwischen finden wir diesen sogenannten synaptischen Spalt. Und dort drin findet physisch gesehen zwischen den Zellen die Kommunikation statt. Diese kleinen rosaroten Punkte hier, das sind die Neurotransmitter, das sind Botenstoffe, das sind eigentlich, man könnte sagen, auch hormonähnliche Stoffe. Und sobald ein Schmerzimpuls von hier kommt, werden diese Bläschen hier geöffnet und diese Neurotransmitter gehen hier in diesen synaptischen Spalt und da drüben sind die Schlüssellöcher dazu. Das sind die Rezeptoren. Wenn jetzt dieser Neurotransmitter hier andockt an diesem Rezeptor, gibt dieser ein Signal, damit einfach gesagt der Schmerzimpuls weitergeleitet werden kann. Und so geht das körperlich gesehen Zelle um Zelle um Zelle. Die Schmerzmittel, die wandern tatsächlich hier zum synaptischen Spalt und die machen hier das Schlüsselloch zu. Dementsprechend geht kein Schmerzimpuls weiter und der Schmerzimpuls wird im Prinzip dort gestoppt, wo er entstanden ist. Schmerzen gehen weg, es wird erträglicher. Und dann fängt er an, wenn hier all die Rezeptoren durch Schmerzmittel und Opioide blockiert sind, fängt er an, einfach mehr Schlüssellöcher zu produzieren, mehr Rezeptoren. Einfache Geschichte, das Schmerzmittel reicht nicht mehr aus und die Schmerzimpulse werden plötzlich doch wieder weitergegeben. Das heißt, der Patient kommt wieder in die Praxis und sagt, Herr Doktor, mein Arm tut aber wieder weh, meine Gelenke tun wieder weh. Ja? Und dementsprechend sagt Ihnen der Arzt, ja gut, nehmen Sie eine zweite Tablette. Was die ersten Tage, vielleicht Wochen wieder helfen wird, weil die vielen Rezeptoren von der höheren Dosis der Wirkstoffe wieder stillgelegt werden. Wir haben immer wieder Patienten, die kommen und sagen, schauen Sie, ich habe immer mehr genommen, mein Arzt hat immer wieder gesagt, ja, nehmen Sie noch eine Tablette mehr. Und am Schluss hat er mir gesagt, Herr Meier, jetzt haben Sie eine Dosierung eines Heroinabhängigen. Jetzt kann ich Ihnen nicht mehr helfen. So geschehen. 1,5 Milliarden Menschen leiden weltweit täglich an chronischen Schmerzen. Häufig werden Schmerzen, die an irgendeinem Ort auftreten, von chronischen oder systemischen Entzündungen ausgelöst. Das haben wir vorhin schon sehr schön illustriert bekommen. Die können irgendwo sein. MSM, ein natürliches Schmerzmittel, ein organischer Schwefel, der so oder so ein Großteil oder eines der Elemente ist in unserem Körper, das vierthäufigste Element in unserem Körper, das vorkommt. Unsere Körper sollten eigentlich rund 150 Gramm körpereigenen Schwefel beinhalten. Das ist eine große Menge für ein Element. Im Fall von Schmerzen, Gelenken, Muskeln und so weiter fehlen meist schon über 50% dieses Schwefels
Und im eigentlichen Sinn, wenn dieser Schwefel fehlt, finden viel mehr Entzündungen in den Geweben, in den Knochen oder auch im Nervensystem statt. Und Entzündungen, Verschleiß, Überbelastung verbrauchen täglich Schwefel. Also macht es auch Sinn, wenn wir diesen organischen Schwefel über eiweißhaltige Nahrungsmittel zuführen oder in einem Akutfall tatsächlich vielleicht auch ein MSM als Pulver, als Kapsel einnehmen. Mit Prävention über natürliche Lebensführung, über natürliche Heilmittel und alles, was in unserem Leben einfach und natürlich ist, können wir solche Zustände auch sehr, sehr gut vorbeugen.